Servus und Hallo in Elite Dangerous. Ein Infovideo zum Schiffskonfigurator, speziell für das Holen von diesen Materialien für diesen Erzbehälterwerfer, den man dann für den Maelstrom braucht, für den Mahlstrom, damit man dann tiefer reinkommt. Das ist dann der Sinn der Sache. Und dann machen wir es uns am einfachsten, wenn wir uns da mit speziellen Schiffskonfigurationen befassen. Da habe ich da mal ein paar gebastelt. Und zwar einmal mit und einmal ohne Waffen. Es hat sich so ergeben, ich habe da viel ausprobiert, dass im Grunde genommen man das sehr gut machen kann mit zwei unterschiedlichen Schiffskonfigurationen, wo man eben das Maximum an Hülle rausholt und dann eben auch Schutz und Entfernung von kaustischem Schaden das Maximum rausholen kann, trotzdem noch ausreichend Schutz hat, dann kalt genug ist. Die Schiffe müssen kalt sein, das heißt der Schubantrieb unter 20%. Und das bedeutet dann kalt und dann eine möglichst hohe Boostgeschwindigkeit, weil wenn man dann eben in das Mahlstromsystem reinkommt, dann ist man erstmal meistens im Hyperraum schon einmal gezogen worden von irgendwelchen Targoiden. Und dann das zweite Mal, ein dritte Mal und vielleicht vierte Mal wird man dann auf dem Weg zum Mahlstrom nochmal aus dem Supercruise geholt. Deswegen muss man gut boosten können. Und dann eben das Maximum so an Hülle und das bestmöglichste, mindestens mal über 520 an Boost-Geschwindigkeit. Auch ein schön bewegliches Schiff am besten. Und da bleiben nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Da bleiben eigentlich nur 3 Schiffe übrig. Und das ist dann ein Chieftain, ein Great MK2 oder ein Great Phantom. Das sind eigentlich die 3 einzigen wirklich sinnvollen Schiffe, sage ich mal, würde ich sagen, für diesen Zweck. Eben auch wegen der Anzahl der Utility Mounts, der Anzahl der hier optional einzubauenden Hüllenerweiterungen und so weiter. Und dann eben auch der Speeds, der Boostgeschwindigkeit. Wenn man das alles in Kombination sieht, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Dann fragt sich dann eben nur, wie teuer sind die, und das billigste Schiff von den ganzen, das ist der Chieftain. Teurer wird es dann mit einem Great. Da haben wir dann eben hier auch einen viel höheren Rebuy, 5 Millionen im Rebuy gegenüber 3,2 Millionen im Rebuy. Und bei einem Phantom sind wir bei 7 Millionen im Rebuy. Das ist auch das teuerste Schiff von allen. So wie er ausgelegt ist natürlich auch. Ja. Und dann ist das eben so, ich habe das in dem Video, das ich in meiner Let's Play Playliste für Elite jetzt aktuell veröffentlicht habe. Da habe ich das ja auch dargelegt, dass man das am besten so macht, dass man sich zuerst mal die gefertigten Materialien holt im Mahlstrom, bei diesen Säuregeneratoren, indem man die einfach zerschießt. Dafür braucht man natürlich Waffen im Schiff, deswegen hier Bewaffnung drin, Bewaffnung, wobei man hier durchaus die Laser variieren kann. Das kann jeder halten, wie er will. Die sind halt hier auf Long Range ausgelegt mit 4800 Metern, diese Laser. Weil das ist eine vernünftige Entfernung und das kriegt man zum Beispiel auch von einem Ingenieur, der nicht spezialisiert ist auf Laser. Gibt es ja noch mehrere, auch ohne weiteres gefertigt, bis zum Grad 3 hier. Das ist beispielsweise dann schon ganz sinnig von der Entfernung her. Und dann haben wir die eben hier mit Lasern ausgerüstet, damit wir die Säuregeneratoren zerschießen können. Und wenn die dann kaputt sind, dann werfen die ja kaustische Scherbe raus und dann korrosives Material. Wie heißt das gleich? Korrosive Mechanismen. Und die kann man dann eben mit einem Sammlungsdrohnencontroller kann man die dann auflesen. Da braucht man natürlich dann einen Sammeldrohnencontroller. Und da haben wir hier beispielsweise dann im Great Phantom gar nicht viel umzubauen. Dann machen wir hier eine 1A rein. So, ja, also mit einem Sammeldrohnen
Drohnencontroller. Und dann ist das eben jetzt mit der Bewaffnung ein Schiff, das man eben gut benutzen kann, um hier mit dann die gefertigten Materialien, die beiden, die man für diesen Erzbehälterwerfer benötigt, sammeln kann. Wenn wir dann anschließend mit dem Great Phantom diese Probe von kaustischem Gewebe sammeln wollen, dann tauschen wir den Collector Limpet Controller einfach aus durch einen Research Limpet Controller, durch einen Forschungsdrohnencontroller und schmeißen auch die 2 Laser raus, weil wir dann eben hier in der Schiffskonfiguration, die man dann machen kann für die Hardpoints, da haben wir es dann einfacher. Wenn man dann eben hier den Scanner brauchen und die Dekontamination und die Forschungsdrohnen rauswerfen müssen, da müssen wir uns hier keinen Kopf machen, weil wir brauchen keine Waffen. Dazu braucht man da keine Waffen mehr. Ich habe ja da ein Video eben gemacht und wie man das macht, dann wird eben anschließend dieser Säuregenerator gescannt. Und wenn er dann gescannt ist, während des Scannens kann man dann eben hier immer schön mit diesen Dekontaminationsdrohnen dann eben dekontaminieren. Die vielen Hüllen, die sind dafür da, dass ich möglichst viel Schutz gegen kaustischen Schaden habe, damit die gegen kaustischen Schaden möglichst viel Resistenz haben und länger durchhalten. Und dann habe ich dann eben einfach nur umzuschalten, einmal auf den Forschungsdrohnencontroller. Und nach dem Scannen, nachdem ich dann eben nach dem Scannen eben den Drohnenport von diesem Säuregenerator markiert habe, dann schalte ich da um. Der Great Phantom ist irrsinnig kalt, wie man hier sieht. Der hat nur 16,3% für seine Schubdüsen. Das liegt unter anderem daran, zunächst mal kann ich bei dem hier das Kraftwerk auf Low Emission auslegen und er hat trotzdem noch genug Strom. Und ich kann hier auch noch die Schubdüsen auf Clean Tuning auslegen. Und das hält das Schiff kalt, diese beiden Einstellungen. Das hält das Schiff schön kalt. Und deswegen bleibt der so kalt, obwohl ich hier überall diese Guardian-Hüllen drin habe. Das kann ich mit den anderen 2 Schiffen nicht machen. Ja, dann habe ich hier als zweite Variante den Great MK2. Bewaffnung, um hier eben die Säuregeneratoren kaputt zu schießen. Ja, ich habe ein kleines Powerplant drin, das vollkommen ausreicht. Dadurch wird er leichter und boostet eben schneller und springt weiter. Das kann ich auch noch hier auf Low Emissions auslegen und Thermal Spread. Währenddessen allerdings die Schubdüsen, da muss ich hier volle Kanne ins Tuning gehen. Frameshift Drive ist in allen Schiffen derselbe. Das ist der, den man dann bei menschlichen Technologiebroker sich besorgen kann, eintauschen kann gegen Materialien. Der ist dann schon vorgefertigt mit allem Schnickschnack und den kann man anschließend dann bei der Frau Fasier hier nochmal dann mit dem Mars Manager austauschen und dann ist er noch stärker und springt noch weiter. Da habe ich auch ein Video drüber in meinen Info- oder Tipps und Tricks Videos. Hier ausgelegt auf möglichst viel Hülle und möglichst guten kaustischen Schaden. Und dann eben hier, da brauche ich nur den Sammlungsdrohnencontroller und natürlich zum Dekontaminieren den Controller. Und überall brauche ich natürlich auch einen Frachtraum, damit ich die Drohnen überhaupt unterbringen kann. Den brauche ich eigentlich im Moment jetzt nur für die Drohnen an der Stelle. Mit diesen 3 Schiffen. Ja, und das ist der Chieftain. Der kann auch ein leichteres Kraftwerk kriegen. Mit Low Emissions und Thermal Spread. Der bleibt hier auch noch unter 20%. Was die Schubdüsentemperatur angeht, da unten bei Thermal. Boostet auch gut mit 541 bis 44, je nachdem wie viel Sprit man an Bord hat und wie viel Drohnen. Und dann eben auch hier dasselbe Spiel, stärkster Energieverteiler mit der stärksten Modding-Funktionalität. Und dann eben auch hier wieder diese ganzen Hüllenerweiterungen. Und dann Sammlungsdrohne und auch Dekontaminationsdrohnen eingebaut. Mit einem dieser 3 Schiffe kann man dann in dieser Form dann eben hier mit Waffen drin natürlich dann eben
an diesem Säuregenerator sich schon mal die ersten Sachen abholen, die man braucht für den Technologiebroker auf den Rettungsschiffen, um dann eben diesen Erzbehälterwerfer sich dann zu besorgen. Um allerdings dann an die Probe für kaustisches Gewebe zu kommen, müssen wir anders vorgehen. Und da haben wir eben die Schiffe anders auszurüsten. Das ist dann zum ersten Mal beim Krait Phantom. Wir schmeißen die Waffen raus, die brauchen wir nicht, und werfen da hier diesen Forschungsdrohnencontroller rein. Mehr müssen wir hier nicht tun. Den Krait MK2 und den Chieftain müssen wir etwas anders umbauen. Auch da werfen wir die Waffen raus. Dann kriegt er eben hier zusätzlich, da habe ich hier drauf verzichtet, auf jeden Fall diesen Xenoscanner rein. In beide, weil eben ich muss ja diesen Säuregenerator erst scannen, bevor ich eine Drohne auf den loslassen kann. Das habe ich in dem Video, das in meiner Let's Play Liste drin ist, ja eben dann gezeigt. Da sieht man ja, wie das funktioniert in diesem anderen Video über den Erzbehälterwerfer. Und dann habe ich hier eben diese Auslegung mit Guardian-Hüllen gemischt mit normalen Hüllen, die allerdings auch gemoddet sind auf hier das Maximum an Hüllenschutz. Allerdings auch nicht alle, weil diese Hüllen, die haben ja keine Resistenz gegen kaustischen Schaden, die bringen einfach nur Hülle. Währenddessen diese Hüllenerweiterungen, die bringen eben auch hier Resistenz gegen kaustischen Schaden, die Meta-Alloy oder Guardian-Hüllen. Und in dieser Mischung kriege ich hier einfach das meiste raus. Da kriege ich einfach den höchsten Wert raus. Ich habe hier noch ein Problem bei dem Krait, wie er hier so ausgelegt ist, und zwar ist das der Strom. In dem Moment, wo wir im Malstrom sind, brauchen wir kein Frameshift. Und dann wird der so konfiguriert, hier auf die 2 gesetzt, wie man das sieht. Und dann reicht der Strom. In dem Moment, wo ich die Controller rausfahre, die muss ich ja ausfahren, damit die funktionieren. In dem Moment, wo ich die ausfahre, dann wird automatisch der Frameshift Drive ausgeschaltet und fahre ich die Waffenbuchten praktisch, das sind ja keine Waffen in dem Moment, fahre ich die wieder rein und dann wird der Frameshift Drive wieder eingeschaltet. So kann man sich dann auch noch mit der Stromqualität ein bisschen behelfen. Kann man sich dann auch noch mal behelfen, wenn der Strom nicht reichen sollte hier unten. Indem man da eben gezielt bestimmte Dinge, die man in einem Modus braucht und im anderen nicht braucht, dann eben gezielt weg und wieder zuschaltet. Automatisiert geht das dann. Kann man im Schiff ja da konfigurieren im Panel auf der rechten Seite. Wir können natürlich auch ein stärkeres Kraftwerk einbauen. Dann boostet er halt langsamer und wird vielleicht noch wärmer. Das ist eben das Problem. So bleibt er schön kalt. Ein kleines Kraftwerk reicht vollkommen aus mit Low Emissions und dann muss ich eben einfach zu diesem Kniff hier greifen. Sonst könnte ich eventuell eben auch auf eine Guardian-Hülle verzichten. Das würde auch weniger Strom brauchen. Das wäre eine andere Variante. Aber es funktioniert ja so. Ja, und das eben auch ein Chieftain, den ich gebrauchen kann, den ich benutzen kann, um eben diese Probe für dieses kaustische Gewebe zu besorgen. Eben auch hier dann eben den Forschungsdrohnencontroller drin. Wie gesagt, ich lege die Schiffe dann eben aus auf 3 Dinge. Möglichst schneller Boost, mindestens 520 oder höher ist ideal. Gute Beweglichkeit, hier unten das Handling. Niedrige Temperatur für die Schubdüsen, unter 20% bleiben für die Schubdüsen. Und möglichst viel Hülle gegen kaustischen Schaden. Und diese 4 verschiedenen Dinge in entsprechende Kombination zu bringen und das Ganze dann eben auch noch mit einer vernünftigen Stromversorgung ist alles andere als einfach und das geht eben einfach nicht mit jedem beliebigen Schiff. Ja, nehme ich jetzt ein größeres Schiff, das ich vielleicht mit mehr Hülle ausstatten kann und wo ich eben auch hier mehr optionale Slots habe, dann habe ich das Problem, dass der nicht schnell genug boostet. Oder dass er viel zu unbeweglich ist. Das, wie gesagt, sind dann eben alles so Einschränkungen, mit denen man dann eben dann mit anderen Schiffen leben müsste. Oder ich habe zu wenig Utility Mounts. Ja, die brauche ich ja dann gegebenenfalls auch. Ja, 4 Stück soll das Schiff schon haben.
Und entsprechend an diese Anforderungen muss man eben da die Schiffe anpassen. Ja, das nochmal erklärt zu diesen Schiffkonfigurationen, die ich da eben auch in dem Video, das ich dazu gemacht habe, wie man sich eben diese Materialien da im Strom besorgt, gemacht habe. Unter den Let's Play Videos für den Erzbehälterwerfer. Und diese Schiffskonfiguration habe ich jetzt hier unter dieses Video auch nochmal in die Videobeschreibung unten drunter reingesetzt. Wir schauen uns das jetzt nochmal in der Schiffskonfiguration hier an, auf der rechten Seite in den Feuergruppen, wie man das anordnen kann, sinnigerweise. Wir haben also gegen den kaustischen Schaden einmal dabei einen Erzbehälterwerfer und wir haben dabei Dekontaminationsdrohnen. Die kann man beispielsweise dann ohne Waffen, weil wir wollen ja diese Probe sammeln, diese Gewebeprobe. Da kann man das hier erstmal auf eine legen, auf einen Slot-Bereich und dann haben wir hier die Forschung und den Scanner. Das heißt, wir scannen erst und wenn wir fertig sind mit Scannen und haben dann den Drohnenport markiert, dann lassen wir hier auf der gleichen Ebene die Forschungsdrohne los. So kann man das dann ohne Waffen konfigurieren. Waffen haben wir dann keine dabei. Nur mal so als Beispiel. Ja, und was diese Abschaltung von Modulen angeht, da haben wir dann hier beispielsweise, können wir das umschalten, den Frameshift-Antrieb, hier von 1 auf 2. Mit den Cursor-Tasten mache ich das hier, den Pfeiltasten. Und dann haben wir hier dann eben diese Funktion, dass sobald die Drohnen ausgefahren werden, anschließend der Frameshift-Antrieb sich abschaltet, wenn der Strom nicht reicht. In dem Fall reicht er ja, aber in einem anderen Schiff. Nur mal so als Beispiel, wo man das einstellen kann. Was man alternativ auch machen kann, ist, wenn man die Frachtluke nicht brauchte, dann könnte man hier die Frachtluke auch nehmen, statt dem Frameshift-Antrieb. Aber die Frachtluke brauchen wir hier in dem Fall für die Drohnen. Deswegen können wir da die Frachtluke nicht nehmen. Und der Frameshift-Antrieb, der ist dann natürlich, bietet sich an, weil sobald wir aus dem Frameshift draußen sind und sind in der kaustischen Wolke, dann können wir das natürlich, dann brauchen wir den nicht mehr. Da kann der sich auch ausschalten. Und wenn ich rausfliege und will wieder springen, dann fahre ich die Drohnensteuerungen ein und dann schaltet sich der Frameshift-Antrieb automatisch wieder an. So ist das hier also dann entsprechend konfigurierbar, wenn man jetzt so ein Schiff hat, um diese Proben zu nehmen. Soweit so gut. Dann danke fürs Zuschauen. Gerne ein Abo hinterlassen, wer noch keins hat. Ein Like, gerne auch einen Kommentar. Diese Schiffskonfigurationen sind natürlich auch nur ein Beispiel. Das kann auch jeder halten, wie er will. Ja, das ist nur mal so ein Beispiel, wie man die eben konfigurieren kann für die verschiedenen Zwecke. Und wer halt meint, er müsste weniger Hülle haben, der kann auch gern weniger Hülle einbauen. Und wer meint, mit einer Multidrohnensteuerung da besser klarzukommen, kann natürlich die auch verwenden. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dann eben die Leistung, die diese kleineren Multidrohnensteuerungen bieten, was die Dekontamination angeht, die ist ja viel geringer. Und auch was die Reparatur angeht, ist viel geringer als so eine 5er-Steuerung. Dauert noch viel länger. Du brauchst dann 15 Drohnen, um meine Höhle wieder zu reparieren. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Sobald man eben irgendwo in der Nähe in eine Station springen kann oder in einen Carrier springen kann, dann ist das allemal schneller, viel schneller. Dann alles Gute und tschüss bis zum nächsten Video.